Ja, ich würde gerne heute mit euch über das Thema Selbstverwirklichung sprechen. Selbstverwirklichung aus einer vielleicht anderen Perspektive. Vielleicht auch mal aus einer, ich sag mal, dunkleren Perspektive. Es ist natürlich so, dass wir uns alle irgendwo selbst verwirklichen wollen. Niemand möchte irgendwie Sklave sein und einfach nur arbeiten für andere Menschen. Ähm, wir wollen alle ähm, wachsen und weiterentwickeln und selbst verwirklichen und ja, das, was in uns steckt, so nach außen bringen. Das Ganze hat aber auch eine dunkle Seite. Eine dunkle Seite dann, wenn diese Selbstverwirklichung einfach zum Selbstzweck wird. Wenn wir anfangen, nur noch nach Selbstverwirklichung zu streben, in dem Sinne, dass wir gar nicht mehr ins Doing reinkommen. Wir verwirklichen uns nur noch selbst auf eine Fake-Art und Weise. Das heißt, wir konsumieren nur noch Bücher über Selbstverwirklichung, wir gucken uns nur noch Posts über Selbstverwirklichung und fühlen uns inspiriert, sage ich mal so. Oh, wir gehen in irgendwelchen Coachings, wo wir nicht wirklich was umsetzen, sondern auch nur konsumieren, wobei ich jetzt nicht sage, dass alle Coachings so sind, aber es gibt durchaus sehr viele Kurse, Webinare, Masterclasses, Coachings, wo man einfach nur sich wohlfühlt, konsumiert. Und das schüttet natürlich auch irgendwo Dopamine aus. Und durch das Ausschütten von Dopamin fühlt man sich gut und vergisst die Arbeit zu tun. Die Arbeit in dem Sinne, dass es auch extrem wichtig ist, Dopamine über echte Ergebnisse ins Gehirn reinzubekommen. Und Arbeit, richtig arbeiten, ist wie ein Marathon laufen. Ähm, Das Gehirn schüttet Dopamine aus, weil man etwas geschafft hat, am Ende, weil ich sehe, okay, ich habe das geschafft, was ich bis jetzt noch nicht in meinem Leben geschafft habe. Ich bin so ein bisschen in meinem Selbst gewachsen, aber das geht nur, indem ich Muskelschmerzen empfinde, indem ich arbeite, indem ich wirklich echt arbeite. Das hört sich so ein bisschen nach Disziplin und so weiter. Das meine ich gar nicht. Es geht auch nicht darum, sich in Ketten zu legen und sich selbst zu geißeln, meine ich auch nicht, sondern ich meine eher, dass wir in die Richtung gehen, eher so ein bisschen diese Selbstverwirklichungsindustrie zu befriedigen, aus dieser Selbstverwirklichungsindustrie zu konsumieren. Und eher die Arbeit zu planen, als die Arbeit wirklich zu tun. Das ist natürlich durch die sozialen Medien, auch durch LinkedIn, durch das, was ich hier natürlich auch mache, auch also ich stelle mich auch dar und ich erzähle dir was über Selbstverwirklichung. Ja, also es ist schon etwas, ich bin ja quasi, dieser Post ist in diesem System schon irgendwo drin enthalten. Aber ich möchte aus diesem System von schlauen Sprüchen, von Gurus, die Sachen erzählen, von Sprüchen von mir aus auch Einstein, Marc Aurel, sonst irgendjemand, die im Grunde genommen auch so ein bisschen missbraucht werden. Also zum Beispiel Einstein zu reduzieren auf irgendwelchen schlauen Sprüche, die man quasi aus dem Kalender lesen könnte, ist natürlich schon, naja, wie soll ich sagen, es wird quasi der Name von Einstein einfach nur verwendet für irgendwelchen schlauen Sprüche. Und das ist im Grunde genommen, ja, das ist wie Fast Food im Grunde genommen. Was ich also sagen möchte, ist, ähm, dass es wichtig ist, natürlich sich zu informieren, natürlich
auch, ich sag mal, das zu konsumieren, was andere schlauere Leute mal sagen, sich inspirieren zu lassen. Aber dieses Inspirieren darf nicht zum Selbstzweck werden. Ich inspiriere, ich lasse mich inspirieren, um letztendlich selber ins Doing zu kommen. Und ich lasse mich nicht inspirieren um des Inspirierens willen. Das ist deshalb eine kleine Falle, weil durch dieses Inspiriertsein schüttet das Gehirn Dopamin aus. Und es wird quasi ausgeschüttet Dopamin ohne viel Energie. Der Körper verschwendet nicht so viel Energie. Und das kann zu einer Sucht ausarten natürlich. Ich tue sehr wenig, ich schütte Dopamin aus, mein Gehirn schüttet Dopamin aus. Es ist wie Netflix gucken. Dieses Inspirierungsindustrie, Inspirierungsindustrie, also Inspirationsindustrie vielleicht, ist so ein bisschen wie Netflix. Ähm, Meine Meinung. Was meinst du denn dazu?